Hallo zusammen, ich bin der Bünzli, das ist Bünzli Breaking. Job, den ich euch erzähle, was mich diese Woche so gebrochen hat. Und ja, nein, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Das war der Teil fürs Intro, glaube ich. Die Bundesvorlage Entlastungspaket 2027 löste im Herbst 2025 heftigen Widerstand an den Hochschulen aus. Über 2000 Studierende demonstrierten in Bern gegen die Pläne, ein Bündel von Sparmaßnahmen durch Kürzungen bei der Bildung zu finanzieren. Gleichzeitig übergaben die Studierenden eine Petition mit 34.538 Unterschriften. Herzstück des Pakets sind massive Erhöhungen der Studiengebühren. Für Schweizer Studierende soll sich der Betrag verdoppeln, für ausländische Studierende sogar vervierfachen. Haben sie eigentlich komplett ins Hirn geschissen? Dass Bildung nicht einfach gratis ist meiner Meinung nach schon schwach. Aber das jetzt noch teurer machen, ist die falsch fucking richtig. Und einmal mehr stehe ich da und sehe, oh, natürlich, SVP und FDP, das sind die durchdrucken. Okay, nein. Wisst ihr was? Der Artikel muss jetzt einfach mal schnell warten. Ich mache ja Recherchen und so und dann schauen wir auch ganz ungern meistens Quellen an. Und natürlich hat die Schweizerische Volkspartei auf ihrer Webseite einen Vorschlag. Die soll jetzt aber einfach mal ganz feste Schlitten haben. Da ist der Timestamp, wenn eure Hirnzellen lieb sind. Aber wenn es euch wundernimmt, dann machen wir jetzt mal schnell einen Sidetrack zu der SVP-Gegenvorschlag. Und jetzt im Ernst, das ist ein Wunschzettel von der Vermögenden. Und das Ganze kriegt in den Slogan Schweizer Qualität. Wir hätten den Punkt 2.35. Höhere Besteuerung von Kapitalbezügen. Und in dem Moment haben wir gedacht, was? Da könnte ja was sein. Aber da ist noch nicht einmal der Titel von dem Scheiß-Ding durch. Höhere Besteuerung von Kapitalbezügen aus der zweiten und dritten Säule. Wieder mal etwas, wo halt die Reichen gut sparen und Kosten auf Mittel- und Unterschicht abwälzen. Wir hätten den Punkt 2.29. Erhöhung, Versteigerung, Zollkontingente. Also einfach Wettbewerb abbauen und Bauern wieder vorschützen, das doch nicht. Die brauchen doch das alles. Das ist alles so unfair. Die können den Schlitten, glaube ich, gar nicht so festheben, wie es eigentlich sollten. Die Bauern profitieren kein bisschen von dem, sondern nur die halt schon diverse Bauernhöfe pachtet und noch mehr und. Also, aber zumindest nicht alle Punkte einzeln abrissen. Laut ihrer eigenen Webseite sind dort dabei die grössten Entlastungen in Bundespersonalentwicklungshilfe, BFI, Sozialdemografischer Lastenausgleich, Bundesamt für Kultur, also leider schlechte Nachricht, es wird keine neue Staffel vom Joko geben, Umweltfonds, Schweiz Tourismus und ja, das geht noch weiter, aber mein Skript ist halt auf so einem scheiß Mini-Display und ich habe keinen Platz mehr. Aber ich glaube, ihr checkt dort rein mit der SVP so etwas angeht. Und warte mal, was sind wir gesehen? Der Artikel ist schon etwas anderes gegangen. Ah, genau. Studiengebühren gestrichen als Teil vom Entlastungspaket. Das Entlastungspaket 2027 plant Einsparungen von rund 460 Millionen Franken pro Jahr im Bildungsbereich. Etwa 200 Millionen davon sollen durch höhere Studiengebühren generiert werden. Aktuell zahlen Schweizer Studierende im Durchschnitt rund 1500 Franken pro Jahr an kantonalen Hochschulen. Ausländische Studierende zahlen im Schnitt 2500 Franken. Der Bundesrat schlägt vor, diese Beiträge zu verdoppeln bzw. zu vervierfachen. Damit sollen Hochschulen einen größeren Teil ihrer Kosten selber tragen. Der Nationalrat geht teilweise schon voran. Für die ETH Zürich und die École Polytechnique Fédérale de Lausanne stimmte er 2024 dafür, die Gebühren für Studierende nicht EU- und EFTA-Staaten zu vervielfachen. Dadurch würde zwar zusätzlicher Ertrag von ca. 25 Millionen Franken erzielt, dies entspricht jedoch weniger als 1% des ETH-Budgets. Oh Mann. Also ich sehe da absolut nutzlose Schikane. Wenn ein Studierender seine Gebühren vervielfachen muss und das nicht einmal 1% ausmacht, dann ist das definitiv nicht der richtige Ansatz. Also zahlen ausländische Studenten denen ein Vielfaches mehr, dass sich die ETH von dem Geld im Verhältnis knapp ein paar neue Marker fürs Whiteboard kann leisten. Auch andere Universitäten verlangen inzwischen deutlich höhere Tarife von ausländischen Studierenden. So kostet ein Studium an der Universität St. Gallen für Ausländerinnen und Ausländer 3.329 Franken pro Semester, während Schweizer nur 1.429 Franken bezahlen. Die Befürworter verweisen darauf, dass die Schweiz im internationalen Vergleich niedrige Gebühren erhebt und dass Leistungsempfänger stärker an der Finanzierung beteiligt werden sollten. Sie argumentieren,
Höhere Gebühren würden die Studierenden zu einem effizienteren Studienverlauf motivieren und die Kostenwahrnehmung erhöhen. Größter fucking FDP-Take, man. Hustle, haben wir einen Job angeboten für 20.000 im Monat. Ich habe gesagt, die machen für 5, dass ich stärker hustlen muss. Und ihr werdet sicher nicht drauf kommen, wer so einen Stuss vor sich gegeben hat. Die SP. Das ist sicher nicht durch den Pflüsselkopf, das ist natürlich die SVP und die FDP, die so Magen-Darm-Grippe-Resultat verkaufen wollen. Einige bürgerliche Stimmen befürworten höhere Gebühren, vor allem für ausländische Studierende, da diese ohnehin von der ausgezeichneten Schweizer Infrastruktur profitieren und nach dem Studium oft ins Ausland zurückkehren. Ja, logisch hauen die wieder ab. Unser Migrationssystem ist übrigens von der SVP und FDP so designt worden, dass es fast unmöglich ist zum Bleiben. Nach dem Studium bekommst du ein halbes Jahr Zeit, um einen Job zu suchen. Klingt easy, oder? Schon wieder falsch mit Pappnase. Das muss nämlich ein Job in deiner qualifizierten Tätigkeit sein und die sind schwierig zu bekommen. Und der Arbeitgeber darf die nur einstellen, wenn er nachweisen kann, dass niemand aus der EU oder der Schweiz den Job machen kann. Also, nach dem Studium bist du schon mal pleite. Das Studentenklischee kommt nicht von irgendwoher. Und dann geht doch niemand das Risiko ein, sich noch auf so eine Scheiße einzulassen. Da würde ich ja lieber einfach wieder heimgehen und dort gut Geld machen. Die Gegner der Erhöhungen warnen vor sozialer Selektion und der Gefahr, dass Kinder aus weniger begüterten Familien vom Studium abgehalten werden. Schon heute arbeiten über 60% der Studierenden neben dem Studium, um ihre Lebenserhaltungskosten in der teuersten Region Europas zu finanzieren. Noch höhere Gebühren könnten die Studiendauer verlängern oder dazu führen, dass Betroffene ihr Studium ganz abbrechen. Der Vergleich mit tieferen Gebühren in Deutschland oder Österreich sei irreführend, da die Lebenserhaltungskosten in der Schweiz deutlich höher seien. Entscheidend sei die Gesamtbelastung aus Gebühren, Mieten und Krankenkassen. Professionelle Verbände wie Swiss Engineering bezeichnen die geplanten Erhöhungen als unverhältnismäßig, sozial ungerecht und kontraproduktiv. Sie warnen vor Kürzungen bei der Innovationsförderung und bei InnoSwiss, die gemeinsam mit höheren Studiengebühren die internationalen Standortvorteile gefährden. Auch der ETH-Rat betont, dass die vorgeschlagenen Kürzungen im Hochschulbereich, ca. 78 Millionen Franken pro Jahr, nicht durch höhere Gebühren kompensiert werden können. Selbst eine Verdreifachung der Gebühren reiche nicht aus. Laut ETH-Rat würde jeder investierte Bildungsfranken etwa 5 Franken wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Kürzungen gefährden also langfristig die Innovationskraft des Landes. Ich glaube, die Bildungskürzungen zeigen jetzt schon wirklich, wenn die Bürgerlichen nicht verstehen, dass eine Rendite von 500% halt schon ziemlich geil ist. Aber nein, im Ernst, intelligente Leute sehen halt einfach durch die ganze Nebelkerze durch. Und wenn die SVP also mehr Macht will, muss man die Leute dumm halten. So funktionieren alle rechten Parteien. Man braucht kein Individuum in der Bevölkerung, sondern Knecht. Die Hochschulen in der Schweiz werden hauptsächlich durch öffentliche Gelder finanziert. Laut dem BFI-Finanzbericht 2025 der Bundesverwaltung floss 2022 fast die Hälfte der Bildungs- und Forschungsinvestitionen in die obligatorische Schule, während ca. 20% an die Hochschulen und ca. 15% in die Forschung und Innovation gingen. Die Ausgaben für Hochschulen wuchsen zwischen 2012 und 2022 real um 1,7% pro Jahr, langsamer als die Gesamtausgaben von 2,1%. Für die kantonalen Universitäten kamen 2023 die Mittel zu 51,7% von den Kantonen, 26,6% aus Bundesbeiträgen und kompetitiv erworbenen Forschungsgeldern und 21,7% aus privaten Quellen. Private Finanzierung aus Stiftungen, Unternehmensspenden und Drittmitteln wächst mit 3,1% pro Jahr schneller als die öffentlichen Mittel. Damit steigt der Einfluss privater Akteure auf die Forschungsausrichtung. Das macht doch nichts. Ist ja nicht so, als würde privat finanzierte Forschung irgendwie problematisch sein oder so, oder? Oder? 300 Fälle, wo Scheiße sind. Bildung, Forschung und Innovation sind der größte flexible Ausgabenposten im Bundeshaushalt. Der Bund erwartet, dass die Kantone angesichts der Schuldenbremse künftig einen größeren Teil der Kosten übernehmen. Wer hat's erfunden? Hä? Das ist mir irgendwie gar nicht so präsent gewesen, dass die Schweiz da vor der Deutschen gemacht hat. Sogar mit 85% angenommen worden damals im 2003.
Und seitdem sparen wir den Haushalt immer weiter gesund und in die Zukunft irgendwie immer weiter kaputt. Aber wenn wir da Geld machen wollen, sagt die ETH nicht etwas von 5 Franken für jeden Franken in Bildung? Oh, ich hätte da noch so eine Idee, wo wir Steuern könnten rein. Gleichzeitig wachsen die Ausgaben für die Armee und die AHV, wodurch der Spielraum für Bildungspolitik weiter schrumpft. In den Budgetdebatten 2024 kam es bereits zu einem Hin und Her. Der Nationalrat erhöhte den Gesamtbildungsrahmen leicht, kürzte aber Stipendien für ausländische Studierende und Mobilitätsprogramme. Die Rektorenkonferenz Swiss Universities warnte Ende 2024, die zusätzlichen 14 Millionen Franken Grundbeiträge würden weitere Einschnitte nicht ausgleichen. Insbesondere die Kürzungen bei internationalen Stipendien unterminierten die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Sorry, aber ich hänge irgendwie immer noch dem Ding fest, dass Investitionen in Bildung ca. 5-fach zurückkommen und selbst wenn ein kleiner Teil davon wieder zurück ins Ausland geht, dann ist doch das da, was man so Soft Power nennen würde. Ich meine, das ist nicht eigentlich auch für die Reichen total geil, wenn man da Fachkräfte besser ausbilden könnte, wobei nein, die haben ihren Reichtum schon und da am Status quo rumschrauben hilft denen schließlich auch nicht mehr. Obwohl höhere Gebühren kurzfristig Mehreinnahmen generieren, liefern Studien Hinweise auf ihre begrenzte Wirksamkeit. Eine Untersuchung des Beratungsbüros BSS für die Konferenz der internationalen Erziehungsdirektoren simulierte 2019 eine pauschale Gebührenerhöhung um 2000 Franken pro Jahr. Das würde den Universitäten lediglich 116 Millionen Franken bzw. den Fachhochschulen 104 Millionen Franken an zusätzlichen Einnahmen bringen. Nach Abzug von internationalen Ausgleichszahlungen und höheren Stipendien bliebe kaum etwas übrig. Also, bringt nüt, will, macht nüt. Das ETH-Domain Factsheet zeigt, dass die Kürzungen des Entlastungspakets 2027 nicht durch Studiengebühren kompensiert werden können. Eine Verdoppelung oder Vervierfachung reicht nicht aus. Zudem führt die zunehmende Privatisierung der Forschung zu einer Umverteilung der Ressourcen hin zu profitablen Themen. Also, man redet da von ca. 2,8 Milliarden Franken, wo zum Beispiel die ETH pro Jahr budgetiert. Demgegenüber stehen ca. 34.000 Studierende, das sind also ein bisschen weniger als 85.000 Franken pro Studie. Ich glaube, ob jetzt die 1000 oder 2000 zahlen, ist da nicht der Ort, wo die Uni was davon hat. Aber es ist der Ort, wo es die Studierenden am meisten abfuckt. Die meisten Hochschulen erheben bereits höhere Gebühren von ausländischen Studierenden. Trotz dieser Maßnahmen machen die Einträge als Studiengebühren bei den ETHs weniger als 1% des Budgets aus. Internationale Beispiele zeigen, dass drastische Gebührenerhöhungen nicht zwingend zu höheren Einnahmen führen. In England haben sie sogar zu Studienabbrüchen und höheren privaten Schulden geführt. Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt, aber das Vermögen ist extrem ungleich verteilt. Laut einer SRF-Analyse besitzt das reichste 1% der Bevölkerung 45% des gesamten Vermögens. Die restlichen 2/3 der Steuerpflichtigen müssen sich mit nur 3% des Vermögens begnügen. Um zum reichsten Prozent zu gehören, benötigt man etwa 8,5 Millionen Franken an Vermögen. Schätzungsweise 2.500 Personen besitzen mehr als 50 Millionen Franken. Gleichzeitig leben laut Caritas etwa 700.000 Menschen in der Schweiz in Armut und können sich Krankenkassenprämien oder angemessenen Wohnraum kaum leisten. Also, 1% der Bevölkerung besitzt fast die Hälfte vom Vermögen in der Schweiz, während fast 10% in Armut lebt. Wenn was zum Fick, look, da hast du die soziale Schicht und da hast du ihren Vermögenswert. Die Schweiz erhebt bereits eine Vermögenssteuer, die im internationalen Vergleich einzigartig ist. Eine Analyse des Hans-Böckler-Instituts hält fest, dass die Vermögenssteuer rund 7% des gesamten Steueraufkommens in der Schweiz ausmacht, während die kantonalen Erbschaftssteuern weitere 1% betragen. Der Artikel zieht den Vergleich zu Deutschland, wo die Erbschaftssteuer nur 1% des Steueraufkommens ausmacht und zeigt, dass die Schweiz damit ein funktionierendes Modell für die Besteuerung von Vermögen darstellt. Und die Vermögenssteuer ist gerade mal ein Bruchteil von einem Prozent. Sie variiert immer ein bisschen von Kanton zu Kanton, aber generell ist sie weniger als ein Zins. Also werden die Reichen noch reicher, ohne was zu machen, während 10% nicht einmal wirklich ihre Krankenkasse vermögen.
Im November stimmen wir dann übrigens über eine Erbschaftssteuer ab 50% auf alles über 50 Millionen. Das betrifft 2500 Menschen und bringt uns jährlich viel Geld. Also ich sehe keinen Grund zum da Nein sagen. Ausser du gehörst zu den 2500 Leuten, die es halt betrifft, aber die Chance steht fast 300 Mal höher, dass du nicht mal deine verdammte Krankenkasse vermagst. Das neoliberale Think Tank Avenir Suisse bestätigt, dass die Vermögenssteuer mit rund 8,7 Milliarden Franken etwa 5,5% der schweizerischen Gesamtsteuereinnahmen generiert. Die reichsten 5% der Steuerpflichtigen zahlen dabei rund 90% dieser Steuer. Diese Zahlen belegen, dass Vermögenssteuern zu einer nennenswerten Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Und ich höre auch schon wieder den Sprechdurchfall von den Bürgerlichen. Aber in absoluten Zahlen ist das ja so viel mehr, was sie zahlen. Ja, der Schneeflöckchen, das Brot vom Bettler ist mehr wert als die Krone vom König. Der Staat kommt jedes Jahr und besteuert dich mit ca. 40%. Jeder Franken, den du verdienst, zack, 40 Rappen weg. Und wie sieht das aus bei der Oberschicht? Mit bis zu 1 Million im Jahr. Das sind mal noch ca. 30%. Und die ganz oben nicht mal mit 20. Und sehe es ein, selbst wenn du 5-mal in Folge im Lotto gewinnst, gehörst du nicht zu den 20% Leuten. Dann vielleicht zu den 30% Steuerfüßer, wenn du Glück hast. Also scheiß auf die absoluten Zahlen. Wer mehr hat, kann auch mehr beisteuern. Nicht andersrum. Die 99%-Initiative der User. Die Jungsozialisten forderten Kapitaleinkommen über einer Schwelle von rund 100.000 Franken stärker zu besteuern als Arbeitseinkommen. Der zusätzliche Ertrag sollte für die soziale Wohlfahrt oder zur Entlastung niedriger und mittlerer Einkommen eingesetzt werden. Diese Initiative verdeutlicht, dass Kapitaleinkommen in der Schweiz deutlich weniger besteuert werden als Löhne und dass, obwohl die reichsten 1% fast 40% des Vermögens besitzen. Ja, und wir reden von Kapitalsteuer. Das ist nicht Geld, das sie verdienen. Das ist Geld, das Zinsen generiert, von denen sie leben können. Zukunftsinitiative der User. Im Juni 2025 teilte die User mit, dass eine Volksabstimmung über eine Erbschafts- und Schenkungssteuer auf Erbschaften über 50 Millionen Franken am 30. November 2025 stattfinden wird. Die sogenannte Zukunftssteuer soll einen Steuersatz von 50% erheben, betrifft lediglich rund 2000 Personen, also 0,05% der Steuerzahlenden, und würde jährlich 6 Milliarden Franken für den ökosozialen Umbau bereitstellen. Habe ich im letzten Rant dem Fall ein bisschen vorgegriffen. Diese Beispiele zeigen, dass es konkrete Vorschläge für eine stärkere Besteuerung von Vermögenden gibt, ohne die breite Mittelschicht zu belasten. Die Einnahmen solcher Reformen können gezielt in Bildung, Forschung und den sozial-ökologischen Wandel fließen. Eine Analyse der Entwicklungsorganisation Allianz Süd weist darauf hin, dass gewinnorientierte Investitionen allein nicht ausreichen, um öffentliche Aufgaben wie Bildung und Gesundheit zu finanzieren. In den Ländern des globalen Südens besteht ein riesiger Investitionsbedarf an sozialer Infrastruktur. Privatwirtschaftliche Investitionen sind dort oft nicht rentabel und führen zu hohen Gebühren. Der wichtigste Beitrag der Unternehmen besteht laut Allianz Süd daher darin, Steuern zu zahlen und Steuerflucht zu verhindern, damit öffentliche Investitionen gesichert werden. Diese Argumentation lässt sich auf die Schweiz übertragen. Faire Unternehmenssteuern und die Eindämmung von Steuervermeidung könnten erhebliche Mittel für Forschung und Bildung freisetzen. Jetzt mal ganz im Ernst, wo wollen die abwandern? Wird der Peter Spuler seine ganzen Fabriken irgendwo in Deutschland wieder neu aufbauen? Oder der Grund, dass die da sind und nicht in Indien oder so? Vor allem sind so große Unternehmen ja irgendwie auch ein bisschen Diebstahl. Dein Chef macht nichts, du erwirtschaftest Geld für ihn und von dem Profit darfst du dann einen kleinen Teil wieder haben. Während der Chef sich den anderen Teil einstricht. Ich meine, klar kann einer mehr verdienen wie der andere, das ist nicht der Punkt. Und ich rede auch nicht von einem Schreinermeister, der sich eine erfolgreiche Buden aufbauen hat und jetzt halt mit seiner Arbeit mehr verdient. Das ist okay. Ihr leistet etwas für die Wirtschaft und verdient dafür etwas und dass sich ihnen auch gönnt. Ich rede mehr von so einem Peter Spuler, Hauptaktionär bei der Stadler Rail, der geht ein bisschen mit Politikern fressen, betreibt ein bisschen Lobbyarbeit, trifft ein bisschen vorgequetschte Entscheidungen und das bringt ihm dann ca. 30 bis 40 Millionen im Jahr. Also Zeug bauen, nicht er. Zeug planen, nicht er. Innovationen, auch nicht er. Aber Scheiße labern in der Arena,
Definitiv er. Dort hockt unsere Breitbevölkerung in einer Fabrik, in einem Büro oder in einem Labor und planet, forscht, baut und er steckt sich dann dafür zig Millionen ein. Das sind die Reichen, von denen wir reden. Und er ist nur ein Beispiel. Aber da kommen wir in ein komplett anderes Thema rein. Studiengebühren. Statt pauschale Verdoppelungen der Studiengebühren sollten diese nur moderat und sozial verträglich angepasst werden, beispielsweise um die Inflation zu berücksichtigen. Swiss Engineering fordert Gebühren nur maßvoll zu erhöhen. Oder eben, gar nicht, aber komm. Also, da haben wir in dem Artikel schon genug gehabt. Die Mittel- und Unterschicht werden es halt tragen müssen. Parallel dazu müssen Stipendien und Darlehen ausgebaut werden. Da bereits heute viele Studierende über 60% nebenbei arbeiten, würde eine ungebremste Gebührenerhöhung die soziale Durchlässigkeit des Bildungswesens gefährden. Die bestehenden Vermögenssteuern liefern 7-8% des Steueraufkommens, könnten jedoch noch zielgerichteter ausgestaltet werden. Und nochmal, die 7-8% kommen von denen, die 45% vom Kapital besitzen. Möglich wäre, Harmonisierung und Progression verstärken. Die kantonalen Vermögenssteuersätze variieren stark. Eine moderate nationale Mindestabgabe für hohe Vermögen ab 5 Millionen Franken könnte Mehreinnahmen generieren, ohne die Mehrheit zu treffen. Erbschaften und Schenkungen ab 5 oder 10 Millionen stärker besteuern. Die Zukunftsinitiative der User zeigt, dass eine Erbschaftssteuer auf sehr große Vermögen jährlich Milliarden erbringen kann und nur wenige Superreiche betrifft. Ganze bei 5 oder 10 Millionen. Es ist geschenktes Geld. Also die Hälfte in den Staat abgeben. Das finde ich okay. Kapitaleinkommen progressiv besteuern. Die 99%-Initiative forderte, dass Kapitaleinkommen über einer hohen Schwelle stärker besteuert werden als Arbeitseinkommen. Teile dieser zusätzlichen Einnahmen könnten zweckgebunden für Bildung und Forschung verwendet werden. Die Schweiz ist ein wichtiger Finanzplatz. Multinationale Konzerne und vermögende Privatpersonen profitieren von niedrigen Steuern. Allianz Süd betont, dass Unternehmen ihren Beitrag zur Bildung und Gesundheit vor allem dadurch leisten, dass sie Steuern zahlen und Steuerflucht vermeiden. Eine höhere Mindeststeuer für internationale Konzerne im Rahmen der OECD-Reform und strengere Regeln gegen Gewinnverschiebung könnten zusätzliche Mittel generieren. Die Einnahmen sollten nicht primär für die Entlastung der AHV oder den militärischen Ausbau verwendet werden, sondern gezielt in Bildung, Forschung und den ökologischen Umbau fließen. Die ETH-Domain betont, dass jeder investierte Franken in Bildung und Forschung einen 5-fachen wirtschaftlichen Nutzen bringt. Es wäre daher volkswirtschaftlich sinnvoller, den Innovationsstandort über öffentliche Investitionen zu stärken, statt zu kürzen. Deutschland und die USA investierten massiv in Forschung, während die Schweiz mit Kürzungen ihr hohes Niveau gefährdet. Statt die Hochschulen durch höhere Gebühren zu belasten, sollte der Bund langfristig in die Wissensbasis investieren und die Finanzierung über progressive Steuern sichern. Die geplante Gebührenerhöhungen im Rahmen vom Entlastungspaket 2027 sind ein Reizthema. Also ja, irgendwie auch nicht. Irgendwie sind es mehr so ein Reiz-Darm-Thema. Sie versprechen zwar mehr Einnahmen, greifen aber die soziale Durchlässigkeit vom Schweizer Bildungssystem an. Analysen zeigen, dass höhere Gebühren nur einen Bruchteil der benötigten Mittel einbringen und Einsparungen bei Forschung und Stipendien nicht einmal kompensieren. Gleichzeitig ist das Vermögen im Land extrem ungleich verteilt. Das reichste Prozent besitzt fast die Hälfte von allem Vermögen und die Schweiz hat mit der Vermögenssteuer bereits ein funktionierendes Instrument, das rund 7% der Steuereinnahmen liefert. Aber diese Abgabe sollte gezielt aufgebaut und durch progressive Erbschafts- und Kapitaleinkommenssteuern ergänzt werden. Eine solidarische und innovative Schweiz braucht gut finanzierte Hochschulen. Statt die Last der Studierenden aufzubürden, sollten die politisch Verantwortlichen die Einnahmeseite vom Staat fair gestalten. Die sehr vermögenden und multinationalen Konzerne sollten stärker zu der Finanzierung von Bildung und Forschung beitragen, ohne dass durch das Innovation oder Wachstum gefördert wird. Nur so lohnt sich Chancengleichheit, Wettbewerbsfähigkeit und der ökologisch-soziale Umbau langfristig sichern. Ja gut, habe ich jetzt ein bisschen eskaliert. Da bin ich eigentlich nicht mehr zu der Hälfte von dem gekommen, was ich eigentlich zu dem Thema gerne gesagt hätte. Lassen wir es für die Woche gut sein.
Subscribe-Button ist da. Auf dem Weg raus gerne mal noch schnell anklicken und immer jetzt einfach irgendwo edelweiss anlangen und mich bei einem Raclette abreagieren. Nein. Erlöse. Profitieren Kleppband. Ha, wer hat's erfunden? Ja, warte. Bin ich so gut durch die Schule durchgekommen, das ist so ein langer Umsatz. Shit. Wieso tönt der Wort so falsch? Fuck. Ich habe mir um ein Ziel verrechnet. Gut. Machen Sie immer. Grammatik ist wichtig.